Hallo, schön, dass ihr wieder hier bei mir in meiner Küche seid. Ich bin Petra von Petra Likes Cooking und heiße euch herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Weihnachtsserie. Heute gibt es eine zarte Barbarie-Entenbrust mit einer leckeren Orangensauce. Dieses Entenbrustrezept hat den Vorteil gegenüber von den geschmorten Ochsenbäckchen, die ich euch am Sonntag gezeigt habe, dass das nur wirklich sehr schnell zuzubereiten ist und quasi ein Last-Minute-Rezept, weil man kann sich ganz schnell noch die paar Zutaten, die man da braucht, besorgen. Und von daher bekommt ihr jetzt erstmal meine Zutatenliste, dann den Arbeitsablauf in Kurzform und dann natürlich auch wieder die detaillierten Arbeitsschritte. Wir brauchen 2 Barbarie-Entenbrüste, Salz, 40 Gramm Butter, eine halbe Zwiebel, 4 Esslöffel Honig, 2 Orangen, einen halben Teelöffel Szechuanpfeffer, einen halben Teelöffel Meersalz, eine Nelke, 200 ml Entenfond, alternativ Geflügelfond oder Gemüsebrühe. Entenbrust von Sehnen und Silberhaut befreien. Haut rautenförmig einschneiden und salzen. Filets auf die Hautseite legen und in einer feuerfesten Form beiseite stellen. Ofen auf 80 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Orange abreiben und dann filetieren. Eine weitere Orange auspressen, um 50 ml Saft zu erhalten. Eine halbe Zwiebel fein würfeln. Einen halben Teelöffel Szechuanpfeffer und einen halben Teelöffel Meersalz zerstoßen. Entenbrust auf der Hautseite in die kalte Pfanne legen, auf halber Hitze Fett anschmelzen, dann auf 3/4 Hitze ca. 3 bis 4 Minuten anbraten, bis die Hautseite eine goldbraune Farbe angenommen hat. Auf die Fleischseite umdrehen und ca. 2 Minuten weiterbraten. Angebratene Entenbrust auf der Fleischseite in die feuerfeste Form zurücklegen, ein Bratenthermometer einstecken, auf 60 Grad Kerntemperatur einstellen und abgedeckt in den vorgeheizten Ofen stellen. Für die Soße 40 Gramm Butter in die Pfanne geben und den Bratensatz lösen. Die fein gewürfelte halbe Zwiebel dazugeben und anschwitzen lassen. 4 Esslöffel Honig hinzufügen und karamellisieren lassen. 50 ml Orangensaft, eine Nelke und die fein zerstoßene Pfeffer-Salz-Orangenmischung einrühren und etwas einkochen lassen. Nach und nach 200 ml Entenfond zugeben und weiter bis zur gewünschten Konsistenz einkochen lassen. Wer keine Zwiebelwürfel mag, kann die Soße auch durch ein Sieb streichen. Ist die Kerntemperatur von 60 Grad bei den Entenbrüsten erreicht, Deckel abnehmen und die Haut 1 bis 2 Minuten knusprig grillen. Ente aus dem Ofen nehmen und kurz ruhen lassen. Inzwischen die Nelke aus der Pfanne herausnehmen und die Orangenfilets in der Soße schwenken. Entenbrüste in Scheiben schneiden und mit der Orangensauce begießen. Lasst es euch schmecken! Die Barbarie-Entenbrüste werden als erstes bearbeitet. Dazu habe ich sie mir hier auf ein Brettchen gelegt und wenn man sie sich genau anschaut von der Fleischseite her, befindet sich doch noch das eine oder andere an der Brust dran, was wir nachher nicht auf unserem Teller haben wollen. So zum Beispiel hier eine Ader oder noch so ein paar Silberhäute. Die müssen wir als allererstes entfernen. Dazu brauchen wir ein schönes scharfes Messer und schneiden die Sachen vorsichtig ab. Wichtig ist natürlich auch den Ofen vorzuheizen und zwar bei 80 Grad Ober-Unterhitze. Nachdem jetzt alles, was nicht benötigt wird, von der Fleischseite entfernt wurde, nehme ich mir jetzt ein richtig schönes scharfes Messer und schneide die Hautseite ein, und zwar rautenförmig. Dabei ist aber auch darauf zu achten, dass nicht bitte bis tief ins Fleisch reingeschnitten wird, sondern wirklich, wenn es geht, nur die Haut angeritzt wird, weil sonst auch die ganzen Säfte von dem Fleisch auslaufen und die Ente dadurch dann vielleicht leicht trockener wird. Wie man sieht, geht das mit so einem scharfen Messer dann auch wirklich sehr einfach. Das Anritzen hat folgende Bewandtnis. Dadurch tritt auch das Fett, was sich auch unter dieser Haut befindet, auch viel schneller aus und die Entenbrust gart von der Seite dann auch viel gleichmäßiger und schneller durch. Nachdem jetzt alles angeritzt worden ist, werde ich beide Seiten nochmal salzen, also die Hautseite, die angeritzte. Dafür nehme ich mir ganz normales Salz und streue das jetzt hier drüber.
Nun habe ich eine Schüssel, die auch gleich in den Backofen gestellt werden kann, und da lege ich jetzt meine Entenbrüste rein, und zwar mit der gesalzenen Hautseite nach unten. Und stelle sie erstmal einen Augenblick an die Seite. Die Orangen sind dran. Die wird jetzt abgerieben. Da brauchen wir den Abrieb von einer ganzen Orange von der Schale. Bei diesem Gericht ist es wichtig, dass ihr alles im Vorfeld gut vorbereitet und euch parat stellt. Weil dieses Gericht ist zwar super schnell zu produzieren oder herzustellen, aber ihr braucht nachher die Sachen auf dem Punkt. Das heißt, wenn ihr einmal angefangen habt, die Ente anzubraten, die Entenbrust, dann muss auch alles schon parat stehen, damit ihr es auch zeitlich genau hinbekommt. Weil ihr habt da nicht mehr großartig Zeit im Nachhinein, dann, ach, ich muss noch eine Zwiebel schneiden oder ich muss noch eine Orange abreiben. Ansonsten, wenn die Entenbrust zu lange auch zum Schluss nachher im Backofen sich befindet, dann wird sie nur noch hart und trocken. Und wir wollen ja eine zarte Entenbrust zubereiten. So, den Abrieb stellen wir an die Seite. Und nun wird die Orange filetiert. Dazu gehe ich hin und schneide erstmal die gesamte Schale von der Orange. Die Orangenfilets kommen dann ganz zum Schluss in unsere Soße mit rein. Dann geht ihr hin und schneidet an der Orangenhaut die Filetstückchen heraus. Je besser ihr darauf achtet, dass auch wirklich die gesamte Haut entfernt wurde und wirklich nur das Filet da ist, umso schmackhafter bzw. umso besser ist das Mundgefühl nachher mit der Soße. Jetzt nehme ich mir die Reste, die ich hier rausgeschnitten habe, die Haut. Da ist ja noch Fleisch dran und Saft dran. Und das presse ich mir einfach jetzt nochmal in meinen Behälter rein, weil ich brauche 50 Milliliter Orangensaft und das wäre ja sonst verschenkter Saft. Nun füllen wir den Becher auf, indem wir noch eine weitere Apfelsine oder Orange aufschneiden, sie auspressen und bis auf 50 Milliliter in diesem Je nachdem, was für Orangen man hat, reicht es teilweise sogar schon aus, wenn ihr nur eine Orangenhälfte benutzt, um den Saft auszupressen. Nun rücken wir der Zwiebel zu Leibe. Die wird jetzt erst einmal halbiert. Jetzt entferne ich die äußere Haut, lasse beide Enden noch erstmal dran, weil wie beim letzten Mal schon erwähnt, hat das den Vorteil, dass man nicht so schnell weinen muss. Dann schneide ich das obere Fitzelchen ab. So, als erstes wird von oben eingeschnitten. Dann wird wieder von der Seite werden 3 Schnitte gesetzt, aber nicht ganz durchziehen, damit die Stücke noch hinten miteinander verbunden sind, sonst fallen die ja direkt auseinander. So ist dann auch nachher das Schneiden gleich einfacher. So, und jetzt wird ganz einfach alles gut festgehalten und dann runtergeschnitten. So bekommt ihr herrlich kleine Zwiebelstückchen. Am Ende dann auch noch mal um den Strunk drum herum schneiden. Dann habt ihr wieder nur dieses kleine Fitzelchen übrig und das könnt ihr dann entsorgen. Falls noch größere Zwiebelstückchen dabei gewesen sein sollten, kann man noch gut hacken und dann habt ihr das auch nachgearbeitet. Das sammeln wir dann auch in einer Schüssel und stellen es auch erstmal an die Seite. Nun bereite ich meine Gewürze zu. Und zwar brauche ich da einen halben Teelöffel Meersalz. Den packe ich mir in meinen Mörser rein. Und einen halben Teelöffel Szechuan-Pfeffer. Der passt perfekt zu diesem Gericht. Wenn ihr den nicht haben solltet, nehmt irgendeinen anderen Pfeffer, den ihr zur Verfügung habt. Das geht dann genauso. Aber der hat noch so eine herrliche, fruchtige, aromatische Note. Der wäre dann wirklich genial. Und diese 2 Gewürze gebt ihr in den Mörser und mahlt sie richtig schön fein. Damit auch in der Soße nachher keine großen
Stücke drin sind. Natürlich kann man auch fertig gemahlenen Salz und Pfeffer nehmen. Aber frisch gemahlener ist noch ein bisschen intensiver. Das stellt ihr dann parat, weil ihr braucht das ja gleich dann dazu. Genauso wie wir ja schon die 50 Milliliter Orangensaft haben, die brauchen wir. Dann die halbe Zwiebel, die klein geschnittene. Wir brauchen noch 3 Esslöffel Honig, das habe ich mir hier schon mal abgefüllt. Dann brauchen wir 40 Gramm Butter, die habe ich auch schon mal abgewogen und mir auf dieses Tellerchen gelegt. Dann haben wir ja die Orangenschale, den Abrieb von einer Orangenschale. Wir brauchen gleich noch 200 Milliliter Entenfond, den habe ich hier. Solltet ihr kein Entenfond haben, könnt ihr genauso gut Geflügelfond oder wer mag, einfach nur Gemüsebrühe nehmen. Das geht auch. Dann brauchen wir noch Nelken, beziehungsweise eine einzige Nelke. Die reicht aus, damit es ein richtig schönes Aroma gibt. Es soll ja auch nicht zu intensiv nach Nelke schmecken und Nelke gehört ja zu den Gewürzen, die sehr intensiv sind. Alle unsere Zutaten stellen wir bereit und jetzt kommt meine Herdplatte und eine Pfanne. Jetzt kommt endlich die Entenbrust wieder zum Zuge. Die Pfanne ist noch kalt. Die Entenbrust wird auf der Hautseite in die kalte Pfanne gelegt. Und dann wird die Entenbrust bei mittlerer Hitze erwärmt. Das heißt, es wird nicht direkt gebraten, sondern erstmal Hitze ausgeübt, damit schon mal das Fett, was sich unter der Hautschicht befindet, schon mal langsam anfängt auszutreten. Und so lange warten wir jetzt erstmal. Das dauert nicht allzu lange, ein paar Minuten. Und sobald das Fett anfängt auszutreten, können wir den Herd höher schalten. Was natürlich auch wichtig ist, dass ihr vorher kein Fett in diese Pfanne gegeben habt. Jetzt kann man schön sehen, wie das Fett von der Ente ausgetreten ist. Jetzt kann ich die Herdplatte höher schalten. Aber noch nicht Vollgas geben, sondern maximal auf 3/4 Hitze stellen. Und jetzt lassen wir so schön die Haut anbraten. Das wird jetzt so 1-2 Minuten dauern. Sobald sie dann von der Hautseite her schon mal eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat, können wir dann umdrehen. Ab und zu die Pfanne ein bisschen bewegen, damit das ausgetretene Entenfett von der Entenbrust sich auch unter der Haut mal befindet und da lang läuft. Dann brät es schneller und schöner an. Jetzt umdrehen. Ups. Und ungefähr 1 Minute auf der Hautseite kurz anbraten. Nun kommt das Bratenthermometer hinein und wir stellen die Entenbrust bei 80 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Die Kerntemperatur habe ich bei dem Bratenthermometer jetzt auf 60 Grad eingestellt. Und momentan sagt mir der Backofen, die Kerntemperatur beträgt 38 Grad. Und jetzt müssen wir aber auch zügig weitermachen, damit wir die Soße herstellen, damit, wenn die Entenbrust soweit fertig ist, wir dann auch die Soße auch schon fertig haben. Jetzt habe ich hier ja den Bratenansatz in der Pfanne und als erstes gebe ich meine 40 Gramm Butter dazu. Direkt im Anschluss kann ich meine halbe Zwiebel in die Pfanne füllen und die Zwiebeln glasig andünsten. Nun kommt der Honig dazu. Gut umrühren. Jetzt muss der Honig ein wenig karamellisieren und direkt im Anschluss kommen die 50 Milliliter frisch gepressten Orangensaft hinein. Den Orangensaft jetzt schluckweise einrühren, aufkochen lassen und wieder ein Weilchen einrühren. Ihr könnt jetzt schon die eine Nelke
hinzugeben. Dann unser restliches Gewürz, das heißt den halben Teelöffel Salz und den halben Teelöffel Pfeffer. Nun kommt auch die geriebene Orangenschale hinein. Wieder gut verrühren. Und jetzt haben wir ja noch unseren Entenfond, 200 Milliliter. Den geben wir schluckweise dazu. Und lassen ihn schön einkochen. Die Düfte, die einem jetzt in die Nase steigen, die sind phänomenal. Dadurch, dass wir ja jetzt die kleinen Zwiebelstückchen da drin haben, auch wenn sie sehr weich sind, manche mögen das nicht besonders, die können dann jetzt gleich hingehen und können dann die ganze Soße nochmal durch ein Sieb geben, um dann wirklich eine Soße ohne irgendwelche Stückchen zu haben. Wir werden zum Schluss die eine Nelke rausnehmen und dann die Orangenfilets in dieser Soße schwenken. Das war es dann eigentlich auch schon. Wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen, weil die Entenbrust hat jetzt erst eine Kerntemperatur von 46 Grad und von daher sollte man hier eigentlich zügig arbeiten, aber auch man muss jetzt nicht in Stress ausarten, weil das bei 80 Grad dann doch gut zu handeln ist. Sollte euch das alles dann doch zu stressig sein, empfehle ich euch die Ochsenbäckchen. Da habt ihr diesen Stress dann nicht. Es ist schön karamellisiert und somit schön eingekocht. Jetzt geht's ans Probieren. Genauso wie es sein soll. Eine super leckere Soße mit einer unheimlich fruchtigen Note. Schön gewürzt. Dadurch, dass wir den Bratensud von der Ente dort verwendet haben, auch schon einen herrlichen Geschmack und Vorfreude auf das Entenfleisch. Jetzt kann ich weiter runterdrehen und die Orangenfilets drin schwenken, sobald meine Entenbrust eine Kerntemperatur von 60 Grad hat. Ich habe die Kerntemperatur für die Entenbrust mit 60 Grad gewählt, weil wenn sie diese erreicht hat, dann werde ich den Deckel abnehmen. Dann werde ich nochmal mit einem Grill arbeiten, damit die Haut noch oben drauf schön knusprig wird. Das ist dann auch ganz kurz innerhalb von 1 bis 2 Minuten passiert. Und in der Zeit, wo die Entenbrust dann unter dem Grill liegt, können wir die Orangenfilets hier in der Soße schwenken. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Kennt ihr das? So manche Gerichte, wenn man die probiert und wenn einem das Wasser im Munde zusammenläuft und man das probiert und denkt so, das ist Genuss. Das passiert mir bei dieser Soße. Ihr entscheidet letztendlich, welche Konsistenz eure Soße haben soll. Möchtet ihr sie ein bisschen dünnflüssiger haben, dann könnt ihr sie schneller halt auch benutzen und müsst ihr nicht so lange einkochen lassen. Wenn ihr sagt, okay, ich finde sie aber sehr schön, wenn sie so sirupartig ist, so ein bisschen marmeladenmäßig, dann braucht sie halt natürlich noch einen Augenblick länger in der Pfanne. Falls ihr sagt, okay, ich möchte so guten Mittelweg und sie ist euch ein bisschen zu fest geworden, dann könnt ihr natürlich auch hingehen und noch ein bisschen einen Schluck Entenfond mit wieder hineingeben. Dann wird sie auch genau eure Konsistenz, wie ihr es mögt, bekommen. So, solltet ihr mit eurer Soße, so wie ich jetzt, schneller fertig sein, als die Entenbrust ihre Kerntemperatur erreicht hat, dann dreht ihr die Soße auf ganz kleine Flamme und schmeißt den Grill an, damit oben auch die Haut schön knusprig wird und dann wird auch die Kerntemperatur erreicht. Dazu muss ich natürlich erstmal den Deckel wieder abnehmen. So, ich habe jetzt auf Grill umgestellt. Meine Kerntemperatur muss ich jetzt auf 65 hochsetzen, weil das genau die Variante ist, die ich auch gerne haben möchte. Und drücke jetzt auf Start. Dann wieder schön fleißig die Soße durchrühren. Schon ein Schneidebrett bereitstellen. Wenn die Entenbrust gleich die Kerntemperatur erreicht hat, dann können wir sie rausnehmen und dann schon anschneiden und anrichten. Jetzt können wir aber auch hingehen und die Orangenfilets in die Soße geben. Und die werden jetzt bei kleinster Temperatur in der Soße geschwenkt. Perfekt! Der Backofen sagt, die Kerntemperatur ist erreicht. Es brutschelt schön an der Oberfläche. Dann kann ich das Bratenthermometer mal rausziehen.
gut aus. Sehr schön. So, dann holen wir mal die gute Entenbrust raus, stellen sie aufs Brettchen und schneiden sie an. Oh, guckt euch diese Farben an. Perfekt. Jetzt einfach erstmal die Entenbrust ein bisschen ruhen lassen. Dann können wir sie weiter aufschneiden, auf die Teller anrichten, mit der Soße versehen. Dann vielleicht noch als Beilage das leckere Queen Patates und den leckeren Rotkohl dazu. Und das Festessen kann beginnen. Nun kommt die herrliche Soße dazu. Jetzt darf ich probieren. Super lecker, super fruchtig. Die Ente richtig zart. Das Orangenaroma kommt super gut durch. Genau so wollte ich es haben. Und genau so ist es geworden. Jetzt wird alles noch schön mit den anderen Sachen angerichtet und dann kann festlich gespeist werden. Falls euch mein Rezept gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert mich, das fände ich natürlich richtig, richtig gut. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr natürlich sofort unterrichtet, sobald ich das nächste Rezept hochlade. Ich wünsche euch was, frohe Festtage, gutes Genießen mit eurem Festtagsessen. Bis bald!